Wir waren heute Morgen Sand kaufen und Zement kaufen. Gestern haben wir die Pfostennische, also Martin hat die zugeschweißt. Ich habe die gestrichen oder vorgestrichen. So ein Antikorrosionsschutzanstrich. Dann, wolltest du einmal kurz deine Maschine zeigen? So, Martin hat nämlich eine ganz coole Maschine gebaut. Ja, was heißt Maschine hier? Ja. Das ist so ein Behelfsmittel. Das Problem ist halt, dass das Eisen hier relativ weiches Eisen genommen habe und sich dann hier das Loch so ein bisschen aufgebogen hat. Das habe ich dann auch schon wieder beigeschweißt und so. Jetzt ist es aber auch schon wieder ein bisschen wackelig. Besser wäre, wenn man da ein bisschen hochwertigeres Eisen für nimmt, was sich nicht so schnell verbiegt. Und dann habe ich hier ganz einfach. Jetzt wäre da. Warte mal, ich muss einmal. Ja, also aus der Pfütze. Jetzt habe ich mir das hier drauf angezeichnet und dann kann ich das hier relativ einfach, schnell und einfach und auch sehr schnell biegen. Das werden dann quasi diese Stützen für unsere Bewährungskörbe. Oh, hier noch ein bisschen beibiegen. Genau, und so schnell haben wir dann die Ringe für die Dinger. Ja, Ringe sind es ja nicht, aber. Genau, die werden wir morgen oder so wahrscheinlich zusammenbauen. Genau, heute setzen wir die Pfosten. Ja, und kämpfen hier in dem Matsch. Jo. Ja, Nieselwetter. Wie ihr seht, wir mussten das jetzt hier alles ein bisschen hundesicher gestalten und haben hier kreativerweise eine Absperrung gemacht, dass uns die Hunde hier nicht immer in die Baustelle laufen, weil die haben nämlich hier oben gerne in diesem ganzen Aushub haben die gerne gebuddelt und haben das Ganze dann wieder in die und gespielt und haben das Ganze uns dann wieder in die Fundamentgräben reingepackt. Ja, die Sauberkeitsschicht ist mittlerweile sogar trocken, weil wir hatten gestern komplett nur hier an den Eisen gearbeitet. Das heißt, die Eisenkörbe sind jetzt soweit eingebracht, sind alle miteinander auch verbunden. Jo, so dass wir jetzt im Endeffekt ans Betonieren gehen könnten. Ja, weil wir haben da jetzt gerade noch so ein bisschen das Problem, dass wir keinen Zement kriegen oder den erst morgen kriegen, weil der da, wo wir den kaufen, aktuell ausverkauft ist. Die kriegen morgen erst wieder eine Ladung von Asunción. Und dann werden die uns den LKW mit den Zementsäcken und dem benötigten Sand und Kies hier für die Baustelle bringen. So, wir machen dann heute nur noch den Rest von unserem Sandkasten auf dem Auto weg. Ja, unser Sandkasten. Genau, unser Sandkasten, das ist jetzt alles noch übrig geblieben hier von der Sauberkeitsschicht und vom Pfosten einbetonieren. Ich hatte ja da mal wieder so eine Wagenladung einfach geholt. Hier aufgestellt seht ihr jetzt so ein paar Eimer. Und was es damit auf sich hat, der eine oder andere hat das Short-Video vielleicht schon gesehen. Der weiß es dann, für den ist das nichts Neues, aber für alle anderen nochmal. Wir werden ja auch oft nach Preisen gefragt. Und dann gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Wir haben die Eimer in kleinen Ferreterias gekauft. Das heißt, wir sind nicht in den großen Hauptbaumarkt gefahren. Und deswegen mussten wir mehrere ansteuern, um dann auf die Anzahl Eimer, die wir haben wollten, dann auch zu kommen. Jetzt haben wir sogar alle, ne? Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, alle oder mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich wollte. Dadurch, 7 oder 8. Dass wir so viele Anläufe gebraucht haben. Naja, aber was wir feststellen konnten, ist enorme Preisunterschiede. Und zwar haben wir hier einmal Eimer für 15.000. Die haben sogar eine Markenbezeichnung hier, Voss 2000, aus Argentinien sind die. Und das sind die gleichen Eimer, die wir vor 1,5 Jahren ungefähr, wo wir hier mit unserer Baustelle haben angefangen, haben wir schon mal Eimer gekauft. Die waren damals 14.800. Daran kann man schön sehen, der Preis ist jetzt noch nicht mal unbedingt so viel gestiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die sehr, sehr teuer geworden sind in den letzten Jahren. So, dann haben wir hier heute gekauft Eimer. Da haben wir 8.000 für bezahlt. Jetzt ist die Frage, die sehen vom Äußeren sehen die fast genauso aus. Die haben jetzt hier nur keine Markenbezeichnung. Eventuell ist der Kunststoff vielleicht nicht ganz so gut. Das wird jetzt die Arbeit mit denen zeigen. Und dann nochmal Eimer, ähnlich wie diese. Sehen auch gleich aus. Ja. Und die haben wir hier im Ausverkauf gekauft. Die waren original, glaube ich, mit 10.000 ausgeschrieben pro Stück. Und haben dann 6.800 oder so gekostet. Müsste ich nochmal auf die Rechnung gucken, um da nicht Quatsch zu erzählen. Auf jeden Fall waren die dann unter 10.000 auch. Dementsprechend sieht man, Preise vergleichen lohnt sich. Ja, auch hier in Paraguay
Oder vielleicht gerade hier in Paraguay. Was wir Gerade jetzt, hier im Chaco, ne? Philadelphia Loma Plata. wir werden jetzt das Betonieren vorbereiten. Also wir werden jetzt hier den Sand und den Kies, den wir da hinten haben, wegbetonieren. Und auch wenn der liebe Ladislaus da schon einmal in einem Kommentar drunter geschrieben hätte, ich mische den Beton wie der Apotheker die Salbe, ja, viel zu genau, hier mit den Eimern abmessen. Wir werden es wieder in Eimern machen. Wie denn Einfach nur, sonst? du könntest Haben halt die einfach, Arbeiter auch wenn man jetzt den Mischer neben dem Haufen stehen hätte oder so, oder hatte ich damals in Deutschland, da habe ich das auch einfach nur mit Schaufeln gemacht. Das geht genauso. Also Schippen. mit Schippen, ja. Schippen. Sarah bringt mich hier ganz aus dem Konzept. Oh, Also, nee. wenn ihr den Haufen Betonkies, in Deutschland habt ihr ja sowieso nicht Sand und Kies getrennt, sondern ihr habt Betonkies. Da ist ja alles schon in einem. Das heißt, ihr habt einen Haufen mit eurem Betonkies und eure Zementsäcke. Dann stellt ihr euch den Mischer neben den Haufen und mischt das einfach so mit der Schaufel direkt in den Mischer, genauso den Zement. Da unser Auto ja jetzt hier steht und da hinten der Mischer ist und da hinten auch der Kies ist, alles wieder durcheinander ist, machen wir das jetzt einfach so. Wir machen das mit Eimern, so können wir das vernünftig dahin bringen und gut ist. Vielleicht morgen, wenn hier unsere Haufen liegen werden, dann stellen wir uns vielleicht auch hier den Mischer hin und machen das auch direkt mit Schippen. Ja, aber mit den Eimern ergibt das ein gutes Maß, dass die Schubkarre danach genau voll ist und wir betonieren können. Aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr oder ihr auch keine Lust mehr zu Genau, zuhören. wir müssen auch langsam. Wir fangen jetzt einfach mal an zu arbeiten. Dieses Teil ein absolutes Muss für alle, die mit Beton arbeiten, aber auch für die männerhassende Feministin das optimale Teil. So werdet ihr uns ekelhaften Männern endlich los und braucht euch nicht mehr frustriert auf die Straße kleben. Macht Feministin wieder glücklich. Link dazu in der Videobeschreibung. Und das vibriert nicht nur, das kann auch was. Jetzt müssen noch zur Anschlussstelle an das alte Schattendach die davor gemauerten Ziegel entfernt werden, damit die beiden Platten da eine bessere Verbindung haben. Das ganze Aufmauern haben wir leider vergessen zu filmen. Man sieht ja hier schon so ein bisschen, es ist einmal eine Doppelsteinreihe und einmal nur so eine Steinreihe obendrauf, wo dann nachher die 10 cm starke Platte dann reingegossen wird. Sag doch mal, wofür ist mein scheiß Band gut? Damit die Hunde hier nicht reinrennen. Sich nicht verletzen und kein Unheil anrichten, indem sie hier buddeln. Mein Scheißband, sagt er. Aber das hält. Und die Konstruktion hält die Hunde auch fern. Ein bisschen zumindest. Damit nicht zu viel Feuchtigkeit aus dem Beton ins Erdreich einziehen kann, haben wir hier noch so eine schwarze Plastikfolie verlegt. Sarah schneidet die da gerade zurecht. Und ich schneide hier die Baustahlmatten zurecht, damit wir die auch gleich da einlegen können. Dann schneide ich noch ein paar Ziegelsteine, wo die Baustahlmatten gleich aufliegen können und staub dabei so ein bisschen die ganze Nachbarschaft ein. Die Baustahlmatten haben wir dann alle schon reingelegt. Sarah hat die einzelnen Matten dann auch verbunden. Und zu den alten Betonplatten habe ich lauter Löcher gebohrt, Baustahl reingesteckt und da sind dann auch die Baustahlmatten mit verbunden worden. Jo, da sieht man dann auch schon die ersten eingelegten Ziegelscheiben und ich muss noch mal ein paar nachschneiden. Jo, die Hunde stört das Ganze nicht. Die spielen da auf der Wiese. Der Tag neigt sich jetzt auch dem Ende zu und ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video.